Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. WOMO Reisen, unser Abenteuertour. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. Und hier, wie man wohl spät, endlich auf der Bühne Majestät. Natürlich neben dem zuständigen Schultheiß, ich gebe bekannt, der gerade schüttelt hier so manchen die Hand. Der erste offizielle Bissen, damit die nicht böse gucken, gebe ich noch Zeit zum Runterschlucken. Steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. WOMO Reisen, unser Abenteuertour. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. WOMO Reisen, unser Abenteuertour. Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde. Warum war die Polizei hier auf dem Wohnmobilstellplatz? Das klären wir noch mal im Laufe des Videos, um was es genau ging. Wir sind hier in Weimar. Wir haben den 10. Oktober und in Weimar ist das Zwiebelfest. Der einzigste oder nahezu einzigste Wohnmobilstellplatz in Weimar, angrenzend an einem Parkplatz. Hier im Hintergrund, ihr seht es, haben wir den Wohnmobilstellplatz. Für unsere Ansichten Armutszeugnis eigentlich von der Stadt Weimar, einen solchen Stellplatz anzubieten. Aber wir zeigen euch den Stellplatz mal ganz kurz, damit ihr seht, um was es geht. Der Stellplatz kostet 12 €. Bezahlen kann man hier per Karte oder per Münzen oder auch hier über EasyPark. Der Stellplatz ist sehr gut gefüllt. Ich habe mal durchgezählt, 45 Stellplätze. Die Stellplätze sind nicht gekennzeichnet, nicht parzelliert. Wir haben hier Strom, aber nur 8 Dosen sehen wir hier. Der Strom kostet 2 € für 6 Stunden. Ja, da liegt man dann bei 8 € Stromkosten pro 24 Stunden. Das ist schon extrem. Dadurch, dass hier nichts gekennzeichnet, nichts parzelliert ist, stehen hier teilweise die Wohnmobile eng an eng. 3 Tage stehen wir hier, wir stehen so. Es hat sich einer vor uns gesetzt und der steht quer. Klar, es ist hier nichts gekennzeichnet, wie man zu stehen hat. Hier sehen wir es mal, Kabel über dem Platz. Das ist super so gemacht. Man hat hier einen Überfahrschutz bei dem Kabel. Auf dem Platz haben wir auch Ver- und Entsorgung. Wir sehen es hier, Abwasser. Man fährt hier drauf, ist auch ein bisschen unglücklich gelöst. Muss schauen, dass man hier richtig rankommt. Und hat hier Frischwasser und Toilettenreinigung an einem Strang. 1 € und da gibt es für den 1 € gibt es 5 Minuten Wasser. Das heißt, ihr müsst auch hier 1 € einwerfen, wenn ihr eure Toilette spülen wollt. Aber ihr seht hier die Grauwasserentsorgung, da kommt man schlecht ran mit dem Wohnmobil, wenn man hier drauf fährt. Ein Armutszeugnis der Kulturhauptstadt Weimar von 1999. Wir sind zum zweiten Mal hier innerhalb von 15 Jahren auf dem Platz. Es hat sich nichts geändert, es ist alles noch so, wie es einmal war. Ja, der Wohnmobilstellplatz ausgewiesen auch als Wohnmobil- und Caravan-Stellplatz, aber rein hier von den Verkehrsschildern sehen wir, ist ein reiner Wohnmobilstellplatz. Ich zeige euch jetzt mal Sachen, die wir vorgefunden haben. Also wir haben hier definitiv auch die sogenannten Toilettenheckengeher wieder. Obwohl hier Wohnmobile autark stehen dürfen und die auch eine integrierte Toilette haben, wird dennoch in die Büsche gegangen. Dann finden wir sowas vor. Quer über den Stellplatz wird hier ein Kabel gelegt. So ein Blech, wenn ihr da drüber fahrt, habt ihr euren Reifen beerdigt. Wir verstehen das nicht so ganz, aber ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Mit den Kabeln jetzt hier über den Stellplatz legen. Und natürlich die Parkordnung. Das ist jetzt das Übel, warum hier wir die Polizei da hatten gestern Abend. Ich zeige es euch nochmal. Ich blende auch nochmal das Foto mit ein, weil jetzt steht ein anderer da. Der andere Camper ist weggefahren
aus Unmut verständlicherweise. Liebe Wohnmobilfreunde, was ist passiert? Wir blenden es euch auf jeden Fall nochmal mit ein, die Fotos bzw. die Videos. Wir hatten die Polizei hier. Das Gespann hat sich hier zwischen zwei Wohnmobile, die regulär ihren Abstand gehalten haben, sich reingedrängt mit dem Anhänger und hat einen Abstand von einem zum anderen gelassen von nicht einmal 30 cm, 20, wir haben mal nachgeschaut, 20 cm, wollte partout auch nicht rausfahren. Was war das Ende vom Lied? Der Gespannfahrer bestand auf seinem Recht und hat dann natürlich auch die Polizei rufen wollen. Der Wohnmobilbesitzer, wo der kam vom Markt, konnte nicht so recht in sein Wohnmobil rein, also er hat, wie gesagt, das war ein Kastenwagen, hat die Schiebetür nicht richtig aufbekommen, hat natürlich auch nicht so weit aufmachen können, dass die Trittstufe rauskam, weil sonst er an das benachbarte Auto gekommen wäre. So, und der mit dem Gespann wollte auch hier nicht rausfahren oder wegfahren. Er hat es nochmal friedlich, er konnte sich mit seinem Anhänger davor stellen, das wollte er auch nicht. Ende vom Lied, die Gesetzeshüter rückten an, circa eine Stunde später. Wir zeigen das hier nochmal mit im Film. Und ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, wenn man so Kuschelcamping hier parkt. Es ist meines Erachtens noch schon eine Dreistigkeit, sich zwischen zwei Wohnmobilen so eng einzuschieben, dass nicht einmal mehr Platz ist, um die Fahrer- bzw. Beifahrertür aufzubekommen und dann auf sein Recht zu beharren und dann noch die Polizei holt. Die Polizei kam und hat natürlich dann den Wohnmobilbesitzer, der schon 2 Tage hier stand, aufgefordert, einfach einen halben Meter nach rechts zu fahren, somit wäre mehr Platz. Unverständnis zwischen allen unseren Campern, die hier auf dem Platz waren. Ihr könnt es ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Wir sehen das ähnlich. Sicherheitsabstand schon alleine. In der Regel wird ja gesagt 1,5 Fahrzeugbreite. Ich verstehe es noch eine Fahrzeugbreite, aber wenn sich dann noch einer dazwischen schiebt mit dem Gespann und lässt nicht mal mehr 20 bzw. 30 cm Platz, dass man in sein Fahrzeug kommt, ist das schon sehr egoistisch. Und er hat natürlich auf sein Recht bestanden und die Polizei rückte an und regelte das im Gegenteil unseres Wissens so, dass sie dem Wohnmobilbesitzer aufgefordert hat, der schon 2 Tage hier stand, einen halben Meter nach rechts zu fahren. Somit konnte der Gespannfahrer stehen bleiben. Man muss auch dazu sagen, es ist ein reiner Wohnmobilstellplatz hier und das Ordnungsamt Weimar hatte wohl im Vorfeld gesagt zu den Sheriffs, dass hier Gespanne stehen dürfen zu der Zeit zum Zwiebelmarkt. Das kann man jetzt nicht nachvollziehen. Laut Verkehrsschilder, was wir euch eingeblendet haben, heißt es ja, dass hier nur Wohnmobile stehen dürfen. Somit kostete dem Wohnwagenfahrer der Stellplatz 75 € mehr und wir sehen hier mehr Zusammenhalt unter den Campern auf solchen Stellplätzen. Wenn der Platz voll ist, ist er eben voll. Ja, was denkt ihr dazu? Wir sehen das natürlich so, wie wir euch das geschildert haben, dass das eine Dreistigkeit ist, sich hier zwischen 2 Wohnmobilen zu schieben. Das haben auch die anderen Camper so gesehen. Und dass der natürlich mit einer Aggressivität auf sein Recht beharrte. Leute, was ist los auf den Stellplätzen? Was ist los? Kann ich mir nicht nachvollziehen. Und hier stehen vor uns 2 Kastenwagen. Die haben beide eine Toilette an Bord und gehen in die Büsche pinkeln. Was soll das? Ich kann es nicht mal nachvollziehen. Definitiv nicht mehr. Was soll das? Und es wird sich kreuz und quer gestellt. Vielleicht sieht das jemand von der Stadt Weimar und die schaffen hier zeitnah auch mal Abhilfe mit diesem Stellplatz. Ja, liebe Wohnmobil- und Campingfreunde, das war es einmal gewesen vom Stellplatz in Weimar. Natürlich nicht so sehr Erfreuliches. Auch die Zustände, wir haben hier die Straße im Hintergrund, ihr hört es ist Krach. Auch mit dem Schlafen ist es hier schwierig.
Also von unserer Seite her nicht zu empfehlen. Wir finden eines mit der schlechtesten Stellplätze in Deutschland. Wir überlegen es uns, ob wir wieder hierher fahren. Wir haben hier in der Nähe einige bessere Stellplätze, die werden wir natürlich nutzen und anfahren. Wir bedanken uns dafür, dass ihr das Video angeschaut habt. Schreibt ganz einfach mal eure Meinung unten rein, wie ihr das seht mit dem Stellplätzen, mit dem Zuparken. Bleibt schön gesund, bis dahin, tschüss. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. WOMO Reisen, unser Abenteuertour. Komm und steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe